Hallo zusammen. Malta ist nicht nur eine Insel im Mittelmeer, sondern auch ein Naturparadies der Extraklasse im südlichsten Bundesland in Österreich, in Kärnten. Ein 843 Meter hoch gelegenes Bergsteigerdorf, eingebettet in den Nationalparks Hohe Tauern und Nockberge. Aufgrund imposanter Wasserfälle wird dieses Tal auch Tal der stürzenden Wasser genannt. Aber jetzt erstmal zum Campingplatz. Terrassencamping Maltatal wird seit rund 50 Jahren als Familienbetrieb geführt. Mit einer Fläche von 3,5 Hektar und Stellplätzen von 80 bis 110 Quadratmetern in Terrassenform angelegt, ist dieser Campingplatz eine ganz besondere Empfehlung von mir. Servus, herzlich willkommen bei uns am Terrassencamping Maltatal. Aber nun lasst uns gemeinsam diesen schönen Campingplatz erkunden. Das kleine Dörfchen Malta, eingebettet in den Bergen der Hohen Tauern und Nockberge, direkt am Fuße des Maltatales, liebevoll geführt von der Familie Pürker. Wir haben unseren schönen Platz gefunden und sind sehr zufrieden damit. Stromanschluss, Frischwasser und Abwasser, durchgehend mit Schattenbäumen und Hecken bepflanzt, in Terrassen angelegt, findet jeder sein ganz persönliches Plätzchen. WLAN ist am gesamten Areal verfügbar und kostenlos. Die Mitte des Geländes schmückt ein beheiztes Freibad mit zusätzlichen 2 Planschbecken. Kinder, und hier gibt es einen richtig tollen Spielplatz für euch. Ja, und um bei der Freizeitgestaltung unserer Kleinen zu bleiben, darf ich nicht vergessen, hier könnt ihr auch echte und sehr lebendige Tiere streicheln und beobachten. Hasen, Ziegen, die 3 Ponys auf dem Gelände, Lena, Lara und Edelweiß. Sie stehen sogar zum Reiten bereit. Und weil wir gerade bei den Tieren sind, Hunde sind willkommen. In der Hauptsaison gibt es ein umfangreiches Animationsprogramm. Zum Beispiel Brotbacken, Ponyreiten, Bogenschießen, tägliche Traktorkutschfahrten, Tennis- und Fußballturniere für die Größeren,
Esel und Alpakas streicheln in dem nur 1 Kilometer weit entfernten Eselpark und der nur 5 Kilometer weit entfernte Klettergarten Kreuzwand hat für jedes Alter das Passende zu bieten. Wenn das Wetter mal nicht so richtig mitspielt, gibt es einen schönen Kinderpavillon am Spielplatz. Weiterhin werden Familienwanderungen, geführte Bergtouren, Nordic Walking, Fackelwanderungen, Kinderdisco und Konzerte mit Trachtenkapellen geboten. Und jetzt schauen wir uns mal die Sanitäranlagen an. Ein neues, helles, großes und vorbildliches Sanitärgebäude steht den Campern zur Verfügung. Ganz liebevoll fand ich den extra Waschraum und Duschen für unsere Kleinsten. Es gibt sehr viele Waschbecken und Duschkabinen in Kombination mit Waschbecken. Abschließbare Kabinen mit Waschbecken und nur Duschen. Hier braucht auch in der Hochsaison keiner warten. Am hinteren Ausgang findet man den Ausguss für die Chemietoilette und gleichzeitig einen sehr schönen Hundeduschraum. Wieder im Gebäude zurück, nun die 2 großzügigen Abwaschräume. Hier nochmal 2 Waschmaschinen und ein Trockner und ein Handwaschbecken für die kleine Wäsche. Und ganz toll finde ich, wenn man an einen Schleuder dafür gedacht hat. Hier gibt es auch ein großes Abwaschbecken für Grillroste und Pfannen. Der Campingplatz ist rollstuhlgerecht und hier dazu das WC in Kombination mit der Dusche. Ach übrigens, man kann auch ein privates Familienbad für die Dauer des Aufenthaltes mieten. Alles in allem. Jeden Tag in einem top sauberen Zustand. Und wem der Campingplatz so gefällt, dass er auch gerne mal da sein möchte, aber kein Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil hat, der kann sich eines der schönen Mobilheime mieten. Hoher Komfort für bis zu 5 Personen mit Elternschlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnraum mit TV und Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Koch- und Speisegeschirr, Bad mit Dusche und WC extra. Es gibt eine überdachte Holzterrasse, Bettzeug ist vorhanden und Bettwäsche ist mitzubringen. Oder man nimmt sich im Hauptgebäude eines der komfortablen Hotelzimmer mit Gemeinschaftsküche nach Bedarf, aber die Gaststätte ist im gleichen Gebäude. Ebenso eine finnische Sauna und ein römisches Dampfbad. Und ein kleiner Shop, auch für die täglichen Frühstücksbrötchen. Empfehlen kann ich die hauseigene Gaststätte mit großem Biergarten und gemütlicher Inneneinrichtung. Sehr nettem Personal. Hallo. Wem grüße ich denn? Und einer sehr guten Küche.
Unser nett angerichtetes Essen zauberte uns direkt ein Lächeln ins Gesicht und es hat ganz toll geschmeckt. Zum Wohl. Ein kleiner Tipp von mir: Kauft euch an der Rezeption eine Kärnten-Card. Mit dieser könnt ihr mit mindestens einer Woche Aufenthalt eine Menge Geld sparen. Alle Hochalpenstraßen, wie zum Beispiel der Malta-Köln-Breien-Stausee, die Nock-Alpenstraße und die Großglockner-Alpenstraße, die im Schnitt 9 € kosten. Sowie die ganzen Sessel- und Kabinenlifte, die dann schon auch mal auf 34 € pro Person kommen. Das alles bekommt ihr beim Vorzeigen der Kärnten-Card frei. Ja, unser Urlaub ist nun leider zu Ende. Schön war's in Kärnten mit seinen beeindruckenden Ausflugszielen. Und schön war's auch im Terrassencamping Maltadal bei Familie Pirker. Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia und Andreas Pirker und allen fleißigen und netten Mitarbeitern. Wir kommen gerne wieder und wir werden euch ganz gewiss weiterempfehlen. Und tschüss Kärnten! Wenn euch der Film gefallen hat, Daumen, Glocke und Abo, wenn ihr noch nicht habt.